Heute sprechen wir über die Flora und Fauna Kinmans. Ich freue mich sehr, eine sehr schöne Folge. Einerseits möchte ich euch die Natur der Insel etwas näher bringen. Ich möchte euch aber auch erläutern, warum die Insel eine einzigartige Flora und Fauna hat. Das Zuhören lohnt sich also auf jeden Fall, auch wenn ihr keine Reise nach Kinmen plant. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Traveling Kunst Podcast über Kinmen, das vergessene Fenster Taiwan. Heute sprechen wir über Flora und Fauna, wir sprechen über die Natur. Allerdings klammer ich das Thema Strände aus, denn darüber habe ich in der letzten Folge bereits gesprochen. Und trotzdem haben wir jede Menge guter Inhalte vor uns. Eine kurze Randnotiz, bevor wir inhaltlich starten. Hier im Podcast gibt es mehr was auf die Ohren. Wenn ihr mehr Bilder sehen wollt, ich habe eine komplette Playlist mit Kinmen-Videos, unter anderem zu den Stränden und auch zu Outdoor-Aktivitäten, die ihr euch ansehen könnt. Zwar nur auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln und auch in besserer Bildqualität. Zum Klima allgemein. In Kinmen herrscht ein feucht subtropisches Klima ohne ausgeprägte Trockenzeit und mit sehr heißen Sommern. Ich finde aber die Sommermonate im Vergleich zum Rest Taiwans etwas erträglicher, weil man einfach sehr nah an der Küste ist. Es gibt immer einen kleinen Wind, der weht, und trotzdem ist es gerade im Sommer sehr heiß, 35 Grad und mehr, und natürlich eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Es hilft im Sommer auch, dass Kinmen eher dünn besiedelt ist. Ihr habt wenig Großstädte und das heißt auch wenig Beton, der die Hitze reflektieren kann. Stattdessen habt ihr viele öffentliche Parkanlagen, viele Grünflächen und auch viel Agrarland. Auf dem Agrarland findet ihr natürlich Gaoliang, die Sorghumhirse, aus dem der berühmte Gaoliang-Schnaps der Insel hergestellt wird, aber auch viele Süßkartoffelfelder. Reisfelder gibt es meines Wissens nicht, denn der Reis wächst auf Kinmen nur schlecht. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Schnaps aus Gaoliang überhaupt erst erfunden wurde. Importierter Reis war sehr teuer und ein Bewohner Kinmens hatte so lange mit Gaoliang experimentiert, bis es ihm gelungen ist, die Sorghumhirse in einen trinkbaren Schnaps zu verwandeln. Sehr zur Freude der zahlreichen Soldaten auf Kinmen. Mehr dazu in der Folge zu den Produkten Kinmens in ein paar Wochen. Wenn ihr als Reisender nach Kinmen kommt, ist sicherlich besonders interessant, dass es sehr viele öffentliche Parks und Wälder auf den ehemaligen Militäranlagen der Insel gibt. Ein gutes Beispiel dafür ist das alte Rushan Fort genau in der Mitte der Insel. Eine riesige Parkanlage mit Besucherzentrum, Campingplatz, einem Wald und einem kleinen Museum. Dort seht ihr auch alte Panzer, Jets, Statuen, Bunker und so weiter, ist alles dort ausgestellt. Also auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Ort, ideal für einen Spaziergang oder auch für eine längere Entdeckungstour. In der zweiten Folge dieses Podcasts habe ich bereits darüber gesprochen, warum so viele ehemalige Militäranlagen das Bild Kinmens prägen. Heute sind die meisten davon renoviert. Größere Anlagen sind richtige Touristenattraktionen, besonders die Bunker entlang der Küste sind sehr sehenswert, und kleinere Festungen werden dann eher in öffentliche Parks integriert. Ich habe eben das Wort Campingplatz gesagt. Ja, zelten kann man auf Kinmen, es ist aber nicht so weit verbreitet, weil ihr müsst ja euer Campingzeug im Flugzeug oder auf der Fähre mitschleppen. Eine Anreise mit dem eigenen Auto oder mit dem eigenen Wohnmobil ist theoretisch möglich, macht aber praktisch niemand. Es ist sehr aufwendig. Was man eher hat, wenn es ums Thema Zelten geht, sind, dass größere Gruppen kommen, vor allem Jugendgruppen und so. Zum Thema Berge und Seen. Der höchste Berg der Insel ist der Tayu Mountain in Da Kinmen. Dazu spreche ich gleich noch ein bisschen. Außerdem gibt es eine große Anzahl von Seen. Die meisten davon sind künstliche Baggerseen. Die wurden ursprünglich als Wasserreserve angelegt. Heute dienen sie vor allem der Naherholung. Und außerdem muss man dazu sagen, dass ein Großteil des Frischwassers heute aus China importiert wird. Mehr dazu ebenfalls gleich. Es gibt heute wieder mehr Forst- und Waldwirtschaft. Wer mehr darüber erfahren möchte, ganz im Osten der Insel gibt es die Kinmen Forest
Traveling Area, die heißt wirklich so. Dort befindet sich das Postamt, aber auch eine eigene Baumschule. Denn Kinmen wurde lange Zeit regelrecht kahlgeschlagen, nicht erst in der Nachkriegszeit, sondern schon vor vielen Jahrhunderten. Der lange andauernde Kahlschlag der Insel ist auch der Grund für die berühmten Windlöwen auf Kinmen. In der Tang-Dynastie wurde Kinmen bereits so stark abgeholzt, dass die Insel völlig schutzlos dem Wind ausgesetzt war. Daraufhin begannen die Bewohnerinnen und Bewohner, Steinlöwen aus Guangzhou und Changzhou auf die Insel zu bringen. Noch heute werden die Schutzgötter, die Windlöwen, verehrt, sind aber mehr sowas wie eine Touristenattraktion geworden. Mehr dazu erzähle ich in einer späteren Folge oder ihr lest meinen Blogbeitrag zu den Windlöwen. Den Link habe ich euch unten in der Beschreibung eingefügt. Wenn ihr nach Kinmen kommt, dann müsst ihr den Berg Tayu besuchen und eine kleine Wanderung dort unternehmen. Von dort aus habt ihr einen sehr guten Rundumblick. Ihr könnt nach Xiamen in China sehen und ihr findet dort auch sehr viele wichtige Sehenswürdigkeiten der Insel. Und keine Sorge, wenn ihr jetzt nicht so gerne wandern geht, das dauert nicht sehr lange. Die gesamte Strecke sind ungefähr 2 Kilometer. Der Berg ist 50 Meter hoch. Es ist also mehr eine Art Spaziergang. Zudem habt ihr gleich mehrere Routen, die ihr auswählen könnt, um den Gipfel zu erklimmen. Darunter auch ein zementierter Weg, auf dem man mit Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl ganz bequem die Spitze des Berges erreichen kann. Oben auf dem Berg findet ihr dann zum Beispiel das berühmteste Fotomotiv der Insel, den riesigen Wuwang Zaijue Schriftzug. Den hat Chiang Kai-shek im Jahre 1952 dort anbringen lassen. Auf Xiaojinmen, der kleineren Kinmeninsel, gibt es einen ähnlichen Schriftzug, allerdings etwas kleiner. Darüber sprechen wir in der übernächsten Folge, denn dann geht es um die kleinere Kinmen-Insel. Wenn ihr auf die Wanderung geht, findet ihr außerdem jede Menge sehr gute Aussichtspunkte, schöne alte Pagoden und ein sehr berühmtes Schachbrett. Das erinnert nämlich an Chen Cheng-gong, auch bekannt als Guoxin-ga. Er ist berühmt für seinen Widerstand gegen die Qing-Invasion und auch dafür, dass er im 17. Jahrhundert die Niederländer aus Taiwan vertrieben hat. Der Legende nach kam er hierher nach Kinmen auf den Berg Tayu, um Schach zu spielen. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall, vor allem weil ihr einen unglaublich guten Rundumblick über Kinmen habt. Außerdem habt ihr auf dem Tayu-Berg den Hai-In-Tempel, ein sehr alter buddhistischer Tempel, über 800 Jahre alt und berühmt für seine riesige Kupferglocke, die angeblich, wenn man sie auf voller Lautstärke schellt, auf der ganzen Insel hörbar ist. Ich verlinke euch weitere Details unten in der Beschreibung. Und ein letzter kleiner Tipp zum Tayu-Berg. Ich empfehle euch, wenn ihr zum ersten Mal nach Kinmen kommt, den Zeit zur Historic Trail zu nehmen. Da könnt ihr ganz bequem am Visitor Center parken und von dort aus direkt losmarschieren. Aber ein kurzer Hinweis, der Trail hat tatsächlich einige Treppenstufen. Andere Wege sind barrierefrei, die sind ebenfalls extra ausgewiesen. Weiter geht's zum Thema Baggerseen. Das habe ich schon kurz erwähnt. Die wurden während des Kalten Krieges in großer Zahl angelegt für Wasserreserven, falls es zu einer Belagerung von Kinmen kommt, dass man eben die Leute auch mit Süßwasser versorgen kann. Heute dienen sie vor allem der Naherholung. In der letzten Episode habe ich bereits den Sil Lake und den Sil Beach erwähnt. Der große See direkt an der Küste ist vor allem bei Vogelbeobachtern sehr beliebt. Es gibt ein kleines Café, es gibt eine kleine Ausstellung und vor allem im Winter kann man sehr viele Kormorane hier beobachten. Der Yangming-See im Osten der Insel ist dagegen keine klassische Touristenattraktion. Es gibt keine Cafés, es gibt keine Wanderwege. Ich will den See aber trotzdem erwähnen, weil ich meine, dass er der größte See der Insel ist. Er hat 6,5 Hektar Fläche und andererseits erkennt man dort auch sehr gut den ursprünglichen Zweck der Baggerseen. Man erkennt die Pumpanlagen und weiß sofort, dass es sich dabei um eine Wasserreserve handelt. Kinmen musste schon immer Frischwasser importieren. Heutzutage kommt ein Großteil des Trinkwassers per Pipeline aus
China. Vor der Eröffnung dieser Verbindung war das Wasser auf Kinmen oft knapp und musste teuer aus Entsalzungsanlagen gewonnen werden. Das bedeutet aber natürlich auch, dass theoretisch China jederzeit die Wasserversorgung unterbrechen könnte. Aber wie ich schon in der ersten Folge erklärt habe, spürt man vom politischen Konflikt auf Kinmen im Alltag kaum etwas. Und ich denke auch, dass das relativ unrealistisch ist. Für mehr geschichtlichen Hintergrund möchtet ihr vielleicht ein paar Museen besuchen. Wenn ihr das 823 Artillery Museum besucht, dann kommt ihr automatisch am Pai Lake in Jingu vorbei. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein ehemaliges Wasserreservoir heute zur Naherholung genutzt wird. Ideal für einen Spaziergang oder ein Picknick. Es gibt noch sehr viel mehr Seen auf der Insel, aber ich will die Zeit hier nicht überstrapazieren. Wenn ihr mehr Seen sehen wollt, dann müsst ihr nach Kinmen kommen. Schreibt gerne einen Kommentar unten, wenn ihr Ergänzungen habt. Hier im Podcast geht es jetzt weiter mit der Tierwelt von Kinmen. Bei den Tieren steht natürlich an erster Stelle die Vogelbeobachtung. Viele Zugvögel, aber auch Standvögel fühlen sich auf Kinmen pudelwohl. Durch die jahrzehntelange Abschottung gibt es noch viel unberührte Natur. Wie bereits erwähnt, ist die Insel nicht so dicht besiedelt. In den Küstengewässern gibt es reichlich Shrimps, Fisch und Muscheln. Und im Winter bieten die Sorghumfelder noch einige zusätzliche Nahrungsoptionen. In der letzten Folge über die Strände von Kinmen haben wir das Thema Vogelbeobachtung bereits angeschnitten. Ich bin kein Ornithologe, das hat sich auch seit der letzten Folge nicht geändert und ich musste die Namen der bekanntesten Vogelarten erstmal nachschlagen. So etwas wie ein inoffizielles Maskottchen der Insel ist der Wiedehopf, auf Englisch Popo. Aber auch Halsfasane und Blau-Schwarz-Finte findet man auf Kinmen. Und ihr merkt jetzt sicherlich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von Vögeln. Ich lese die Namen einfach nur ab. Aber selbst wenn ihr wie ich genau das Gegenteil eines Vogelexperten seid, kann ich euch sagen, es lohnt sich, einen Tag oder zumindest einen Abend für die Vogelbeobachtung auf Kinmen einzuplanen. Für mich war ein Abend am Ling Shui Lake auf Xiao Jinmen ein ganz besonderes Erlebnis. Das werde ich nie vergessen. Ich habe noch nie so viele Vögel auf so engem Raum gesehen. Das ist ein absolutes Spektakel. Deshalb kommt nach Kinmen und schaut euch die Vögel an. Beim Thema Vögel gibt es natürlich auch noch eine sehr kuriose Geschichte rund um die blauen Pfauen auf der Insel. Die gehören nämlich eigentlich gar nicht nach Kinmen. Sie leben dort als invasive Art. Im Botanischen Garten von Kinmen sind sie aber sowas wie eine Hauptattraktion geworden. Die Tiere stammen ursprünglich aus einem Zoo und sind vor einigen Jahren ausgebüxt, wahrscheinlich nachdem ein Taifun ihr Gehege beschädigt hatte. Und aus damals 14 Tieren wurden ganz schnell einige tausend Pfauen. Die Strauße sind nicht gefährlich, allerdings beschweren sich die Farmer. Sie meinen, dass die Pfauen ihren Nutztieren das Essen wegfressen und dass es immer schwieriger wird, die Ernte auszusehen. Zeitweise gab es sogar Prämien auf eingefangene Pfauen. Wenn ihr auf Kinmen seid und einen Strauß sehen wollt, dann geht einfach in den Botanischen Garten. Den Link gibt es wieder unten in der Beschreibung. Bei der Tierwelt dürfen wir den eurasischen Otter nicht vergessen, denn der lebt in Kinmen in freier Wildbahn. Leider ist er gefährdet. Ich habe selbst noch keinen gesehen. Ich wollte ihn aber trotzdem erwähnen. Es gibt spezielle Beobachtungsstationen und der Otter ist auch so ein bisschen eine Art Maskottchen von Kinmen. Ich empfehle euch in jedem Fall, euch ein Fahrrad zu mieten und Kinmen mit dem Fahrrad zu erkunden. Es ist ideal, Kinmen hat eine gute Größe. Mietet euch in jedem Fall ein richtiges Fahrrad. Es gibt zwar die sogenannten K-Bikes, das ist das Pendant zum U-Bike auf Festland Taiwan. Die haben aber relativ wenig Gänge, wenn überhaupt, und sind ein bisschen schwerfällig. Mit einem richtigen Mietfahrrad seid ihr auf der sicheren Seite. Ich kann euch auch dazu sagen, dass ich zu den meisten Locations in meinen Videos mit dem Fahrrad gefahren bin. Also mein Fahrrad war praktisch mein treuer Begleiter auf meinen Videos. Es gibt sehr gute Fahrradwege in Da und Xiao Jinmen. Es gibt Rundwege. Also auf jeden Fall Kinmen mit dem Fahrrad erkunden.
Wir haben über das Thema Wandern gesprochen. Es gibt aber wenig klassische Wanderwege. Der Tajuberg ist ein bisschen eine Ausnahme. Es gibt noch ein, zwei andere Ecken, wo man so ein bisschen wandern kann, aber es gibt fast keine Ganztagestouren. Dafür ist die Insel zu klein. Ich empfehle euch, dass ihr vielleicht ein bisschen vorplant und dann könnt ihr mal längere Spaziergänge machen. So richtig Wanderurlaub auf Kinmen ist aber, glaube ich, nicht möglich. Es gibt noch viel mehr zu erzählen über die Natur und die Tierwelt von Kinmen. Ich wollte euch hier mal ein paar gute Beispiele zeigen und hoffe, ihr nehmt so ein bisschen was mit. Ich will aber auch ehrlich sein, wahrscheinlich habe ich ein paar wichtige Sachen vergessen oder weiß sie einfach nicht. Und trotzdem machen wir hier mal einen Cut. Danke fürs Reinhören. In der nächsten Folge sprechen wir über die Western Style Buildings von Kinmen. Ich freue mich über euer Feedback. Gerne einen Kommentar und natürlich einen Like da lassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bye! Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.